Hallo zusammen, ich bin der Andi und wir machen heute so ein Logo aus Aluminium, Epoxid und wie man hier auf der Rückseite sehen kann, aus Plexiglas. Das erste Werkzeug ist schon eingespannt und wird nun vermessen. Informationen zum Werkzeug und Schnittdaten findet ihr wie gehabt unten rechts. Mit meinem grünen Laser definiere ich X und Y und mit dem Werkzeug Längensensor Z0. Ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen gibt es vom Plan nur kurze Ausschnitte. Das Werkstück wurde umgedreht und wird neu vermessen. Das ist die Oberseite, also die später sichtbare Seite. Deswegen gibt es dieses Mal einen Schrubb- und Schlichtgang. Zeit für das zweite Werkzeug, ein 6 mm Einschneider. Damit werden wir die Taschen für das spätere Epoxy machen. Viel Spaß!
Als nächstes machen wir mit einem 90 Grad Gravierstichel noch eine hübsche Phase. Also, das sieht doch super aus. Machen wir weiter mit Plexiglas. Das Werkzeug ist dasselbe. Ich fräse meine Werkstücke nie ganz durch. Ich lasse unten immer so 0,5 bis 0,7 mm stehen, damit einerseits das Vakuum nicht verloren geht und zum anderen das Werkstück sauber gehalten wird. Wie man hier sehen kann, lässt sich dieser, ich nenne es mal Haltesteg, sehr leicht mit einer Stichsäge entfernen.
Mit meiner Oberfräse verpasse ich den 2 Werkstücken noch eine hübsche Phase. Mit einem Stift übertrage ich die Löcher vom Plexiglas in das Alustück. Auch wenn es nicht so wichtig ist und später auch nicht zu sehen sein wird, versuche ich so genau wie möglich zu arbeiten. Die Löcher sind gebohrt, doch leider geht mein Plan nicht ganz auf. Das Problem ist, dass der Gewindeschneider nicht tief genug reinkommt, um ein Gewinde zu schneiden, und einen Gewindeschneider für Sacklöcher habe ich leider nicht. Deswegen Plan B. Wir schneiden unsere Gewinde mit einem Gewindewirbler. Dazu vermessen wir die Ecke mit einem 3D-Taster. Nachdem das getan wurde, kann mit einem 3 mm Einschneider ein Loch gefräst werden mit einem Durchmesser von 6,8 mm, also für ein späteres M8-Gewinde. Die Löcher sind gefräst und der Gewindewirbler eingespannt. Hier kann man das gute Stück mal sehen. Mit diesem Werkzeug kann man Gewinde von M5 bis M10 schneiden. Zwei Gewinde sind geschnitten. Deswegen habe ich den Vorschub auf 0% reduziert, um mal zu schauen, ob überhaupt das, was ich mir so vorstelle, funktioniert. Wie sollte es auch anders sein? Es passt perfekt. An den Löchern ist noch ein ganz leichter Grat, den ich mit einem Senker schnell entferne. Die M8 Senkkopfschrauben müssen im Plexiglas versenkt werden. Auch das mache ich mit einem Senker. Ich zeige es hier mal an einer Schraube. Und so sieht es aus, wenn alle Löcher fertig gesenkt sind. An der Stelle muss ich sagen, ein wirklich tolles Gefühl. Von der Idee bis zur Programmierung bis hin zur Fertigung. Also und das dann so fertig in den Händen zu halten, wirklich ein tolles Gefühl. Kommen wir zur Oberfläche. Vom Plan sieht man noch leichte Laufstellen. Die sind minimal, aber doch sichtbar und die möchte ich mit meinem Exzenterschleifer und einem 240er Schleifblatt entfernen. Als nächstes mache ich mit meiner 80er Faltwalze noch eine einheitliche Maserung rein.
Kommen wir zur Elektronik. Bei den LED-Streifen handelt es sich um WS2812 LEDs. Diese LEDs werden in einem Bus angesprochen. Die Streifen und auch den Controller gibt es bei eBay oder Amazon wie Sand am Meer. Ich möchte dazu jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Wenn irgendwelche Fragen offen sein sollten, ruhig in die Kommentare, ich beantworte sie gerne. Kommen wir zum Harz. Ich verwende nur Harz von Apotex, weil es mir empfohlen wurde und die Rezessionen sehr gut sind. Übrigens, falls ihr fragen solltet, wie man seinen Bedarf ermittelt, das ist in Fusion ganz leicht zu beantworten. Man klickt auf die Fläche, die man verfüllen möchte und sagt Prüfen. Dann gibt Fusion die Fläche in Quadratmillimeter aus, also bei mir 8700 Quadratmillimeter. Diese Fläche muss natürlich noch mal die Höhe genommen werden. Auch das ist bei mir sehr einfach, 1 mm. Also brauche ich 8,7 Gramm für die große Fläche. Die anderen Flächen müssen natürlich noch aufaddiert werden. Da man seinen Mischbecher nie ganz auskratzen soll, habe ich mich für eine kleine Reserve entschieden und beschlossen 45 Gramm zu machen. Ich werde von Apotex übrigens nicht gesponsert, ich habe das alles selbst bezahlt. Aber schaut euch mal diese Farbe an, ist das nicht der Wahnsinn? Mit dem Vakuumerzeuger von der CNC möchte ich die Luftblasen aus dem Gemisch ziehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt notwendig ist, aber ich möchte kein Risiko eingehen und deswegen machen wir das. Mir war nie bewusst, wie stark das Vakuum der Maschine ist. Es ist mir erst beim Zuschnitt aufgefallen. Hier mal das Slow-Mo. Die Plexiglasplatte ist 8 mm stark. Zugegeben, der Aufbau sieht ziemlich abenteuerlich aus, aber wie hat mal einer gesagt, wenn es funktioniert, ist es kein Pfusch. Fünf Minuten später, die Luftblasen sind draußen. Mein Gott, schaut euch mal diese Farbe an. Leck mich am... Dann wollen wir das gute Zeug mal verteilen. Es ist geschafft. Also ich bin echt begeistert. Es sieht super aus, es fühlt sich super an. Ich weiß nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Und mit dieser Ansicht will ich nur zeigen, was die LEDs so drauf haben. Jetzt heißt es nur noch sauber machen. Wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es euch in die Kommentare. Bitte keine E-Mail, so hat jeder was davon. Also bis zum nächsten Video. Ciao.